Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es um das Thema Rover bzw. das Deepin-Projekt Rover und die Tarantula X. Wir haben hier unsere in Betrieb genommen und das möchte ich euch natürlich auch jetzt dann gleich im Video zeigen. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend für euch. Ja, worum geht's, beziehungsweise ich fange am besten mal an, euch das Projekt vorzustellen. Also rover.network ist die Website, also rovr.network. Quasi der Eckstein, räumliche KI und intelligenter Transport. Im Grundprinzip ist ein Kartierungs- bzw. Mapping-Network, wo ihr mitmachen könnt und wo ihr auch dementsprechend mit Geld damit verdienen könnt. Ich sag's mal so salopp. Ja, ihr seht hier zum Beispiel, das Ganze basiert auf Solana und Peak. Das heißt, da hat Rover auf jeden Fall schon mal sehr starke Blockchain-Partner mit am Start. Und das finde ich auch relativ gut. Viele Deepin-Projekte konzentrieren sich momentan auf Solana und das finde ich auch richtig. Solana war ja eigentlich mal so angeschlagen, woher hier so Solana rein migriert wurde. War nicht so die beste Blockchain, aber mittlerweile hat sich das Ganze auch schon geändert sozusagen. Hier seht ihr auch nochmal die Sponsoren mehr oder minder oder auch die Partner. Ihr seht zum Beispiel hier Borderless Capital, das ist ein Kapitalgeberunternehmen, also die quasi solche Deepin-Projekte wie zum Beispiel Rover finanziell unterstützen. Das heißt, hier gab es natürlich auch Finanzierungsrunden und so weiter. Ihr seht auch nochmal hier Outlier Ventures genau das gleiche, das sind Geldgeber. GeodeNet sollte mittlerweile für jeden Begriff sein und Peak halt eben auch die Blockchain-Technologie ist da natürlich auch mit dabei. Ja, was ist Rover oder wer ist Rover besser gesagt? Hier steht es nochmal, Rover ist eine dezentrale, globale, hochauflösende, für alle Szenarien geeignete, Echtzeit verfügbare Plattform zur Erfassung, Arbeitung, Speicherung 3D-Daten. Das heißt, hier wird es ja nochmal bildhaft dargestellt, das ist ein Mapping-System. Das bedeutet, je nachdem, was ihr ein Gerät vom Rover habt, seid ihr mit eurem Fahrzeug unterwegs. Ihr kriegt für eine gewisse Anzahl an Kilometer, die ihr runterfahrt, Belohnung im Rover. Was das gleich ist, gucken wir uns auch nochmal an. Das heißt, wie viel ihr damit in Rover bekommen könnt. Ja, und das ist halt eben relativ interessante Geschichte. Das Ganze ist auch technisch sehr, sehr umfangreich, sage ich jetzt mal. Von daher nehmt euch bitte die Zeit, lest es euch mal selber durch. Hier steht es auch nochmal HD-Mapping und 3D-Metadaten für räumliche KI-Schulung zum Beispiel. Das bedeutet, die Daten, die mit eurem Fahrzeug erfasst werden, können zum Beispiel für KI-Verarbeitung genutzt werden, auch für andere Geschichten. Es geht ja überwiegend hier um zum Beispiel Verkehr mitzutracken, Straßen etc. Ja, und das ist es letztendlich. Ja, das sind die zwei Hauptakteure. Da würde ich mal gucken, sagen wir gucken mal in die Produkte rein. Ich werde es jetzt noch mal aufs Englische übersetzen, weil die Namen sind natürlich da etwas anders. Ihr seht zum Beispiel hier, was momentan wirklich überall in aller Munde gerade ist, ist die Rover Tarantula X. Das ist quasi das Einsteigermodell im Projekt, sage ich jetzt mal. Ihr seht hier mit 149 Dollar im Schnitt, also das sind mit Steuern Versand in Deutschland so 160, 170 Euro. Ich zeige euch auch gleich nochmal zwei Shops dazu. Seid ihr natürlich bei dem Projekt letztendlich mit dabei. Und es gibt dann noch den Litecoin, das ist quasi das Flaggschiff zwischen den Minern quasi. Also man kann es mehr oder minder als Miner bezeichnen, sage ich jetzt mal. Der Litecoin ist halt eben LiDAR-Technologie, das heißt, es macht 3D, 4D-Mapping. LiDAR ist ja jetzt, ich bin kein LiDAR-Spezialist, aber das ist so eine Art Radar, was unter anderem mitgenommen wird. Zum Beispiel in autonomen Fahrzeugen wird auch LiDAR eingesetzt, um zum Beispiel Objekte um Umgebung zu erkennen. Und das möchte natürlich Rover auch mit dem Netzwerk mit mappen. Ja, und das bedeutet, ähm, man kann halt eben auch mit der LiDAR-Technologie mit reingehen. Ihr seht halt eben mit 4.299 Dollar, sage ich jetzt mal, ne, das bedeutet, das ist sehr teuer, aber wenn man sieht, die Rewards zwischen den beiden sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt erstmal ganz kurz live an. Ich habe zwei kleine Videos geschnitten. Einmal, wie ich das bei mir im Fahrzeug installiert habe und die erste Fahrt sozusagen. Und dann switchen wir nochmal zurück auf den PC. Ja, grüßt euch Leute. Das wird heute quasi die Jungfernfahrt von unserer Rover Tarantula X. Das heißt, wir nehmen das heute ganz offiziell in Betrieb, das Teil. Ich habe es jetzt erstmal im Auto installiert sozusagen. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ansonsten kommt es draußen dran. Ihr seht hier, wir haben eine relativ große Frontschutzscheibe. Von daher geht das schon, denke ich mal. Ja, Kabellage, die ist ungefähr oder so circa 3 Meter lang. Seht ihr hier so ein bisschen hier lang geführt. Hier unten am Handschuhfach. Und letztendlich wichtig ist, ihr braucht natürlich USB-Strom, seht ihr hier, ist ein USB angeschlossen.
Ja, und wie das halt mit dem Handy funktioniert, zeige ich euch auch dementsprechend gleich. So, wir sind jetzt also unterwegs. Ihr seht ja nochmal die Installation sozusagen hier vorne. Und das war eigentlich relativ einfach. Einfach nur die App installieren. Link packe ich in die Beschreibung rein. Einfach die Tarantula X koppeln. Und dann sieht das Ganze letztendlich so aus. Das heißt, ihr seht hier, ich habe quasi mein anderes Smartphone hier in Halterung eingeklemmt. Das Ganze zeichnet jetzt sozusagen auf. Sorry, ich kann es leider nicht gerade halten. Die Straße ist etwas wackelig. Aber die Installation war wirklich relativ easy. Ja, ihr könnt auch nochmal eure Erfahrung damit teilen. Und ich würde sagen, wir switchen nochmal zurück an den PC und schauen uns den Rest an. Ja, ich weiß. Wo ich mir die Aufnahmen dann auch nochmal groß angeschaut habe, ich dachte, oh mein Gott, das Auto ist aber auch staubig, ne? Aber gut, es geht ja jetzt hier ums Projekt, nicht um die quasi wie staubig das Fahrzeug ist oder nicht. Ihr habt im Video gesehen, also die Rover habe ich installiert, einfach nur vorne in der Frontschutzscheibe sozusagen. Das bedeutet, diese Rover Tarantula X hat einen Magnetfuß, das heißt, wir können das auch am Dach oben installieren. Wir haben halt eben eine richtig große Scheibe in unserem Ford und da hat das eigentlich relativ gut funktioniert. Beim nächsten Mal werden wir natürlich die Antenne auch draußen installieren. Wie gesagt, ihr braucht dazu ein Smartphone. Die Android-App könnt ihr euch hier runterladen. Wenn ihr auf der Rover-Seite hier auf Download geht, dann könnt ihr euch die runterladen und dann könnt ihr euch das installieren. Ihr müsst euch einfach nur einen Account anlegen. Eure Rover Tarantula X jetzt mit Strom versorgen per USB, hatte ich ja im Video gezeigt. Und dann wird quasi die Tarantula X vollautomatisch erkannt. Und wenn es soweit ist, könnt ihr sofort loslegen. Also die Installation mit Anmeldung hat keine 2 Minuten gedauert. Das kriegt ihr definitiv hin. Also bin ich zumindest fest von überzeugt. Ja, wir wollen mal gucken, was es bringt. Ihr seht, ich habe jetzt mal in den Rover Docs mal zu den Basisbelohnungen runtergescrollt. Ihr seht zum Beispiel hier, dass Tarantula X Fahrer sozusagen, es gibt eine Grundbelohnung von 30 Rover auf 100 zurückgelegte Kilometer. Hier sind noch ein paar kleine Passus drin, dass halt eben je angefangene oder natürliche Woche immer halt eben die Belohnung weniger werden, wenn mehrere Leute die gleiche Straße gefahren sind. Also könnt ihr euch vorstellen, ähnlich wie bei HiveMapper, wenn das abgefahren ist, dass der nächste halt eben nicht die vollen Rewards bekommt. Ist ein ganz normales System, ja, und denke ich, macht auch durchaus Sinn. Außer aktuell, das heißt momentan bis zum 1. Dezember, also aktuell könnt ihr Straßen hoch und runter fahren. Ihr kriegt da quasi die vollen Belohnungen nach dem 1. Dezember, werden halt eben eingestuft. Das bedeutet, dass halt eben, wenn ihr beim zweiten Mal durch die gleiche Straße fahrt, ihr 80% der Basisbelohnung kommt, etc. Ja, also wie gesagt, klar, die Stufen sind drin, ist aber ähnlich wie bei HiveMapper oder anderen Systemen, wo eine Straßenkartierung stattfindet. Ja, wir gucken jetzt mal auf die Preise bzw. Bezugsquellen, beziehungsweise ein Wort möchte ich jetzt nur verlieren. Rover ist aktuell noch nicht live. Das bedeutet, der Rover Token, es gab noch kein TGE, also kein Token Generation Event. Das heißt, ich kann euch momentan nicht sagen, wie viel euch diese 30 Rover in Euro bringen werden für die 100 Kilometer. Ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt. Es wäre natürlich schön, wenn man so ein Verhältnis hätte, 1 Euro oder 1 Dollar ein Rover, dann wäre das natürlich eine richtig gute Geschichte. Aber wie gesagt, ich kann es euch nicht versprechen. Token Generation Event, also das TGE, findet dementsprechend auch statt. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr dementsprechend auf der Rover Website unter Docs, wo ich das hier zeige. Seht nochmal die Tokenverteilung etc. Auf jeden Fall wird es eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, last but not least, 2 Möglichkeiten, das zu kaufen. Also zum einen hier direkt auf der Rover-Website besteht momentan nicht mehr die Möglichkeit zu kaufen. Hier ist es auch dementsprechend ausverkauft. 2 Möglichkeiten habe ich für euch im Gepäck. Möglichkeit Nummer 1, das ist unser Partner Enchantment. Das heißt, hier könnt ihr für 165,29 euch die Rover Tarantula X kaufen sozusagen oder könnt es euch da kaufen. Momentan ist die Nachfrage enorm hoch nach diesen ganzen Tarantula X Geschichten. Ja, und weil das Projekt wahrscheinlich auch was richtig Interessantes wird, was sich wahrscheinlich auch lohnen kann. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Ihr wisst, Krypto ist ein Game. 165 Euro. Hier ist schon die Einfuhrumsatzsteuer alles dabei. Das bedeutet, wenn ihr euch woanders bestellt im Ausland, müsst ihr noch Einfuhrumsatzsteuer zahlen. Hier ist bei dem Preis alles mit dabei. Kommt gegebenenfalls noch ein bisschen Mehrwertsteuer dazu. Das heißt, nicht Mehrwertsteuer, sage ich schon, Versand. 165 Euro ist hier dementsprechender Preis oder 165,29. Hier kann ich euch leider keinen Rabatt anbieten, weil das schon extrem knapp kalkuliert ist. Das heißt, einen Rabatt kriegt man hier leider nicht hin. Aber 165 Euro, denke ich mal, ist ein guter Preis. Link dazu, wie immer, in der Beschreibung bzw. aus dem Kommentar.
Ja, die zweite Möglichkeit, die wir noch haben, das ist easynav.xyz. Das sind jetzt mal die zwei Shops, die ich rausgesucht habe. Aber hier seht ihr 142 Euro kostet hier der ganze Spaß. Ihr müsst auch dementsprechend gucken, ob hier nicht noch die Einfuhrumsatzsteuer dazukommt. Oder irgendwas in der Richtung. easynav.xyz ist in unserem Telegram-Kanal mit vertreten. Das heißt, ihr könnt eure Frage auch dementsprechend einrichten. Hier sind auch nur noch 3 in Stock. Ihr seht, die Dinger gehen momentan raus wie warme Semmeln, sage ich jetzt mal. Ja, von daher macht es vielleicht Sinn, auch mitzumachen. Und ich sage mal, für 162 oder 165 Euro oder halt eben 150 im Schnitt, was es kostet, wenn man jetzt mal einen Durchschnitt rechnet, ist es eigentlich gar nicht mal so teuer. Ja, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Wer will, mitmachen, wie gesagt, aber ich möchte euch nichts versprechen. Ich möchte euch nicht versprechen, dass es viel Geld bringt, etc. Ihr wisst, wie es ist. Crypto ist auf jeden Fall ein Game. Es ist aber auf jeden Fall mit 150 bis 160 Euro als meine Einstiegskosten relativ günstig, sage ich jetzt mal, im Gegensatz zu anderen Projekten. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch was. Bis die Tage, bis später. Ciao.